Jannik Kück ist seit 6 Wochen Azubi bei dem Instrumentenmacher Heckel in Wiesbaden. In dieser Zeit hat er vor allem eins gelernt: den Umgang mit der Feile. Die Geduld dazu hat er von Haus aus mitgebracht. Mit Hektik kommt man hier nicht voran. Also, wenn man irgendwas schnell fertig haben möchte, dann ist das wahrscheinlich eher der falsche Beruf. Altes Handwerk liegt im Trend. Sie schmieden Gold, brauen hochtechnisiert Bier mit Liebe, schnitzen Kunstvolles aus Mammutelfenbein, ermöglichen als Hufschmied Pferden einen sicheren Gang und sie machen wunderschöne Holzblasinstrumente. Wenn man das feilt, dann merkt man das auch, da ist so eine ganz kleine Unebenheit. Und das versucht man jetzt mit dem Feilen halt rauszubekommen. Es wird ja später noch geschliffen, also da wird ja wirklich noch genauer rübergegangen. Und dann wird es ja auch poliert. Und spätestens beim Polieren würde man dann jede kleine Unebenheit sehen. Also ich bin jetzt seit 1,5 Monaten dabei und bis jetzt die meiste Zeit feile ich. Und dann waren da auch schon 3-4 Tage am Stück, wo man dann halt den ganzen Tag gefeilt hat. Wird es dir da gar nicht langweilig? Das geht eigentlich. Also wenn man sich erstmal darauf eingelassen hat und erstmal dann bei der Sache ist, dann geht es. Also natürlich der erste Tag war natürlich hart, weil das hat man davor so ja noch nicht gemacht. Aber ja, wenn man dann erstmal dabei ist, dann geht das schon. In dem Familienunternehmen werden seit fast 200 Jahren Fagotte hergestellt. Der berühmteste Kunde war sicher Richard Wagner. Später kamen noch Kontrafagott und das selbst erfundene Heckelfon dazu. Das Wissen um die Instrumente wird von Generation zu Generation weitergegeben. Da siehst du, die Oberfläche selbst wird besser. Desto mehr du die Feile ganz nutzt, desto besser ist die Oberfläche, musst du weniger schleifen, musst du am Ende weniger polieren, hast du weniger Arbeit. Ja, dann schleifst du mal und wir treffen uns dann an der Lötstelle. Dieses Gefühl, dem Jannik das weitergeben zu können, das ist halt wirklich schön, weil das ist wirklich so eine Generationssache. Und mit meinen Erfahrungen, die ich habe, plus die Erfahrung von den alten Kollegen, das dem Jannik beizubringen, das ist halt echt ein wunderschönes Gefühl. Und da sieht man auch, was man selbst eigentlich gelernt hat. Der Beruf ist vielseitig. Metall- und Holzbearbeitung stehen im Vordergrund. Und zwar auf höchstem Niveau. Sehr viel wichtiger als musikalisches Hintergrundwissen oder ein bestimmter Schulabschluss sind die Leidenschaft fürs Handwerk sowie der Willen und das Durchhaltevermögen, sehr präzise zu arbeiten. Zusammen mit ihrem Bruder führt Angelika Lucchetta das Familienunternehmen schon in der 6. Generation. Sie ist hier praktisch aufgewachsen. Bewerber werden zu einer Woche Probearbeiten eingeladen und sie hat sehr genaue Vorstellungen, worauf es dabei ankommt. Passt der bei uns ins Team? Hat das einfach gut funktioniert? Passt das menschlich? Und natürlich auch passt es fachlich. Das, was da schon an fachlichen Kompetenzen vorhanden ist, das kann man schon nach wenigen Tagen beurteilen und das machen wir auch. Und so entscheiden wir und so haben wir uns auch für den Jannik entschieden. Tatsächlich hat nicht jeder Mensch die Fähigkeit, feinmotorisch mit kleinsten Teilen ineinander zu fügen, mit Gefühl Materialien Hand zu haben. Das hat nicht jeder, diese Fähigkeit. Und das kann man schon sehr schnell erkennen. Das erkennt man in der Regel schon am ersten Tag. Fragt sich, wie man als junger Mensch dazu kommt, Holzblasinstrumentenmacher werden zu wollen. Wenn man dann halt selbst Musik macht, dann hat man auch teilweise ein paar andere Blickweisen auf manche Berufe oder so, wie zum Beispiel den hier, weil man dann doch mal für sein eigenes Instrument irgendwie was braucht oder was repariert werden muss. Ja, und dann habe ich halt in den Sommerferien einen Aushilfsjob gemacht bei einem Instrumentenbauer bei mir in der Nähe. Ja. Und dann hat mir die 1,5 Wochen, 2 Wochen so viel Spaß gemacht, dass ich gesagt habe, ich bewerbe mich jetzt. Mit der richtigen Nase für die höchste Qualität weltweit. Wir bauen das, wo die Kunden scharf drauf sind.
Also es ist wirklich wie ein Rolls-Royce bei den Autos. Das dürfen wir als Instrumentenmacher hier herstellen. Generell, wie man hier auch aufgenommen wurde oder der Umgang auch vor allem hier in der Werkstatt auch ist. Also das finde ich schon sehr positiv, weil so ein Arbeitsklima oder so finde ich schon ist etwas Besonderes. Das hat man nicht überall. Man weiß ja quasi am Anfang ja nie, was einen wirklich erwartet. Aber doch, ich bin schon positiv überrascht. Wer jetzt an einem dieser Fagotte interessiert ist, schnell anmelden. Die Wartezeit beträgt rund 15 Jahre. In der nächsten Folge zeigt uns Mathilda, wie in einer der modernsten Anlagen Hessens Bier gebraut wird. Und zwar mit Ja, Liebe. Ja.